Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir ein leckeres Schnitzel mit einer super leckeren Champignon-Rahmsoße. Wir essen dazu heute Nudeln, man kann aber auch super Kartoffeln oder Reis dazu essen. Was auch sehr gut geht, ist ein leckeres Baguette. Das Baguette, was ich mal gemacht habe, das verlinke ich euch im Anschluss dann im Abspann. Ja, dann will ich mal nicht weiter drum herum reden und würde sagen, auf geht's! Für das heutige Rezept benötigen wir folgende Zutaten: eine halbe Gemüsezwiebel, etwas Petersilie, eine Knoblauchzehe, ein Schnitzel, ein Paket Champignons, 40 Gramm Butter, ein paar Lauchzwiebeln, 200 Milliliter Gemüsebrühe und 200 Milliliter Sahne. Gewürzt wird mit Salz und Pfeffer. Zuerst geben wir Butter in unsere Pfanne und lassen sie auf mittlerer Temperatur schmelzen. In die geschmolzene Butter geben wir dann unsere klein gehackte Knoblauchzehe. Die lassen wir jetzt erst einmal circa 1 Minute in der Butter braten. Dann geben wir unsere fein gewürfelte Zwiebel dazu. Die lassen wir jetzt mit dem Knoblauch erstmal 2 Minuten schön in der Butter dünsten. Das Ganze wird jetzt erst einmal kurz gesalzen, dann verlieren die Zwiebeln besser ihr Wasser. So bekommen wir später schön knusprig gebratene Pilze, da die Zwiebel kein Wasser mehr lässt. Die Champignons, die habe ich gut gesäubert, einfach mit einem Küchenkrepp, geht aber auch sehr gut mit einem Pinsel. Mit Wasser würde ich sie nie säubern, da ich nicht möchte, dass sie hinterher Wasser ziehen und schön knusprig werden. Die Champignons, die habe ich geviertelt, ihr könnt sie aber auch in Scheiben schneiden oder halbieren, ganz je nachdem, wie ihr es am liebsten mögt. Die Pilze lassen wir jetzt erstmal mit den Zwiebeln und dem Knoblauch zusammen für ca. 3 Minuten schön mit anschwitzen. Jetzt werden die Pilze erstmal gewürzt. Ich würze hier mit Salz. Da braucht ihr allerdings nicht ganz so viel, weil wir später ja noch die Gemüsebrühe dran machen. Und ein bisschen Pfeffer. Das Ganze jetzt schön miteinander verrühren und in der Pfanne richtig schön braten lassen, sodass die Pilze später richtig schön braun werden. Während die Pilze schön braun werden, solltet ihr zwischendurch auf jeden Fall immer mal wieder durchrühren. Wenn die Zwiebeln wie hier schön gebräunt sind, könnt ihr die Sahne hinzufügen. Danach dann direkt die Brühe und alles schön miteinander verrühren. Jetzt könnt ihr auch ruhig schon mal anfangen, euer Schnitzel zu braten. Die Soße lasst ihr jetzt auf mittlerer Stufe so lange kochen, bis ihr für euch die gewünschte Konsistenz erreicht habt. Dann gebt ihr die fein geschnittenen Lauchzwiebeln dazu. Bei mir hat das Einreduzieren der Flüssigkeit jetzt circa 8 bis 10 Minuten gedauert. Nach der Zugabe der Lauchzwiebeln könnt ihr den Herd ruhig ausschalten, denn die müssen nur noch so 2 Minuten in unserer Soße ziehen. Und dann kann auch schon angerichtet werden. Wir haben heute Nudeln dazu gemacht, es passen aber auch super Reis, Kartoffeln oder das Baguette, was ich euch hier oben verlinke dazu. Ja, ich hoffe, mein Rezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wärt. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Tschüss!